Okay, nach zahlreichen Anfragen haben wir jetzt endlich einen weiteren Gast beim persönlichen Steckbrief, nämlich Mika. Und dass du das kurz, lass mich kurz vorstellen, Alter. Ja, ich bin Nicht sagen. Bro, das ist so, nämlich? Und dann ja, hallo, ich bin Mika. Das ist so komisch, Digga. Egal, warte. Soll ich sagen, nämlich? Ja, okay. Ja, ich bin Mika. Ich bin 29 Jahre alt geworden. Vor kurzem. Ich mache Twitch. Bald hauptberuflich hoffentlich. Mal gucken. Ist aber noch ein langer Weg bis dahin. Ja, jetzt mache ich eine Ausbildung als Restaurantfachmann. Und ich freue mich, hier zu sein. Super. Fangen wir dann direkt an. Ja? Was ist dein Lieblingsessen? Ich sag alles. Also ich sag, es gibt vieles, was ich mag. Ja. Aber so am liebsten mag ich Burger mit Pommes oder Nudeln in Garnelen Sahnesoße. Kochst du auch gerne? Ja. Geil. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Passend dazu, was ist dein Lieblingsgetränk? Kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Manchmal mag ich so voll gerne Milchshake oder allgemein sowas mit Milch. Manchmal, wenn ich so draußen hart am Arbeiten bin, ne? Oder im Gym ein bisschen gucken, Ja. dann sowas Fruchtiges, so Okay. was Geiles, so Fanta Dank. Ja, genau. Anti-Exotik? Ja, Okay, super. das ist gut. Und Monster Lewis Hamilton habe ich damals. Natürlich. Und jetzt Landon Norris dran. Als nächstes haben wir Lieblingssportart. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am See bin, dann spiele ich gerne Beachvolleyball. Ja. Oder Volleyball allgemein. Ja. Und was du guckst? Und gucken gerne Formel 1 Ja. oder American Football, wenn die Season läuft. Mhm. Kommt drauf an, vielleicht auch manchmal Basketball oder Fußball, so 1, 2 Highlight-Matches. Also das ist eher nicht so. Kommt drauf an, wer spielt oder wann und was. Ja. Solid. Passend dazu haben wir den nächsten Punkt, nämlich Lieblingssportler. Ja, okay. Das ist Yuki Tsunoda. Mhm. Weil er bekommt eine Funko-Pop-Figur, ne? Echt? Weißt du, Funko-Pops? Also ja, diese Figuren. Yeah. Ich wollte eigentlich kaufen, aber es gab keinen zu deinem Geburtstag. Ich habe extra gesucht, als ich rausgehe. Digga, überall. Ja. Aber das ist crazy, weil, Digga, Bro, Yuki hat eigentlich keine verdient so. Also, Ja. er ist nicht so crazy. Aber, Digga, ich hab's auf TikTok gesehen, während ich auf der Arbeit aufs Klo war, ne? Auf einmal ich sehe so neue Funko-Pops, Yuki Tsunoda. Ich dachte so, hä? Also, okay, geil. Aber sonst auch Son, Mhm. Heung-min Son Ja. und LeBron James. Okay. Ja. Okay, solide. Eigentlich 3 Goals fast. Ja. Warum fast? Nee, alles gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, was ist dein Lieblingsfilm? Vielleicht hast du auch passend dazu deinen Lieblingsschauspieler, kannst du gleichzeitig sagen. So, also Iron Man ist zum Beispiel so ein Klassiker. Ja. So, der ist immer eigentlich. Aber sonst Gran Turismo auch. Formel 1, der Film jetzt auch. Super. Was noch? Aber sonst so, es gibt voll viel so. Fluch der Karibik auch voll geil. Ja. Aber ich würde so sagen, das sind so die Main-Dinger, die ich geil finde. Aber ist dein Lieblingsschauspieler in diesem Film? In einem von den Filmen? Boah, eigentlich habe ich gar keinen Lieblingsschauspieler. Oh doch! Madeline Klein. Oh mein Gott. Ja, Aus welcher Serie ist die? Outer Banks. Ja, super. Dann haben wir das auch geklärt. Aber sonst vielleicht noch Robert Downey Jr., also Iron Man. Digga. Also ich hoffe, dass du hier jetzt was Gutes nennst, weil dann weiß ich jetzt nicht. Was ist dein Lieblingslied? Ist My Little Soda Pop. Oh nein. Also auf TikTok kenne ich den. Ja. Digga, die Songs gibt voll viral auf TikTok. Ja. Also, Digga, das höre ich gerade die ganze Zeit. Aber das ist nicht mein Lieblingslied. Ja. Weil eigentlich habe ich kein Lieblingslied, wirklich. Ja, war immer so phasenmäßig. Ja. Ich höre immer so mal das. Digga, ich habe 1000 Songs als Lieblingssongs bei Spotify. Aber wo du immer vibest, so, wo du immer hörst und weißt, okay. Ja, eigentlich alle, Digga. Ja, okay. Das ist das Ding, aber warte, ich kann kurz gucken. Ja. Was ich damals sehr geil fand, ist Self-Love und Spider-Man. Ja.
Aber ich fand jetzt auch geil Boys Don't Cry von Lil Tecca. Kann ich auch einfach Artist sagen oder ist das? Ja, kannst du auch Artist sagen. Ja, okay. Früher habe ich sehr viel Juice WRLD gehört. Ja. Big Time Rush. Also zu Big Time Rush kann ich immer viben, ne? Eigentlich Ja. egal welches Lied das ist, zum Beispiel. Travis finde ich auch geil. Uzi finde ich cool. Ja, okay. So, keine Ahnung, Digga, Lieblingssong habe ich nicht. Wirklich. Okay, kommen wir jetzt zu eher tiefgründigen Fragen. Yes. Natürlich. Aber ich ha- glaube nicht, dass ich das tiefgründig beantworte. Egal. Ich hasse Punkt. Es Okay. ist dein Steckbild. Darfst du machen, wie du willst. Ich mag keine Tomaten. Ja. Keine Ahnung. Also, obwohl, das hasse ich nicht wirklich, Digga. Ja. Also Tomatensauce oder so isst du ja. Ja. Tomaten so auf Burger und so esse ich auch. Aber nur roh nicht, so Ja. weißt du. Nur Tomate. Wenn Ja. du nicht. Ja, Bro, wenn man nicht respektvoll ist, wie halt, also, aber keine Ahnung, wie ich es Das ist beschreiben bloß soll. einfach. Wenn man keine Manieren hat. Ja. Ja, das beschreibt von da eigentlich alles, ja. Ja. Du hast gesagt, was du hast. Jetzt kommen wir dazu, was du liebst. Ich liebe Punkt. Egal, mich mit Freunden zu treffen. Das liebe ich. Ja. Ja, was noch? Familie liebst du? Mich. Okay. Das heißt. Dann haben wir das auch. Nein, aber meine ich das ernst? Ich weiß nicht. Frauen. Okay, okay. Das haben wir jetzt auch durch. Okay. Bei dieser Frage hast du jetzt fast eine halbe Stunde zu überlegen. Was ist dein größter Erfolg? Boah. Ich könnte jetzt so was sagen, so wie, ja, mein Abi, bla bla bla. Ja. Weil, Digga, das war schon echt nicht ohne so. Mhm. Aber? Aber ich glaube, ich würde dann eher doch, was mich damals richtig geflasht hat, wo ich so in meiner Anime-Edit-Phase war, Ja. habe ich so Edits gemacht. Und Bro, das eine hat so 1 Million Aufrufe bekommen. 1,7 Millionen. Ja. Und Digga, das war so, boah, ich war richtig hin und weg. Und das war so das zweite Mal. Davor warst du mit 300.000 oder sowas Aufrufen. Mhm. Und Digga, also, ja, das war so ein geiles Gefühl. Oder mein Twitch, Digga, dass ich Twitch Affiliate geworden bin. Also 100 Follower. Mhm. Nee, 50 braucht man dafür. Aber dass ich trotzdem noch 100 Follower auf Twitch allgemein geknackt habe. Und dass ich überhaupt Geld mit Twitch verdient habe. Paar Mal. Das ist für mich auch jetzt schon ein großer Erfolg für mich. Und vielleicht ein Grund, warum ich weitermachen sollte. Das verlinken wir auch natürlich. Okay. Also einen Großteil haben wir hinter uns. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Was ist deine beste Eigenschaft, also Charaktereigenschaft, was du an dir selbst magst? Keine Okay. Keine Ahnung. Also ich finde manchmal, dass ich, auch wenn es manchmal nicht rüberkommt, Ja. aber ich finde, dass ich manchmal einfühlsam bin. Also ich check so, wie die andere Person sich fühlt. Mhm. Wenn ich wirklich drüber nachdenke, so. Weil Ja. manchmal, so, ich bereue so Sachen, die ich schon mal gemacht habe, so. So, die sind jetzt Arsch für andere Leute gewesen, so, wenn ich jetzt ein paar Sprüche bringe und so. Ja. Weil, Digga, ich hau manchmal ein bisschen zu viel Sprüche raus und ich provoziere ehrlich auch oft oder sehr, sehr viel. Mhm. Aber so, wenn ich jetzt mal nicht auf diesem Trip bin, Empathisch. ja, fertig. Und mein Lächeln mag ich. Ach. Ja. Geile Charaktereigenschaft, danke. Na, hier steht Eigenschaften, Ja. ne? Also, Also Lächeln und Empathie. Nein, was ist deine schlechteste Charaktereigenschaft? ja, wie ich meinte schon, Sorry. wenigstens, ja. Provokation auf jeden Fall. Ja. Ähm, Also ich muss auch gestehen, dass er ziemlich oft provoziert. Aber ich glaube, die Leute, die ihn schon kennen, bei denen juckt das eigentlich nicht so krass. Außer bei dir. also bei manchen geht immer noch crazy. Ja. Also. Aber ich kann zustimmen. Kommen wir zu einem süßen Punkt. Du hast ja gesagt, Lächeln ist einer deiner guten Eigenschaften. Warum hast du denn das letzte Mal gelacht? Also nein, so richtig aus dem Herzen gelacht. Was so in der Erinnerung gibt. Jeden Tag, Digi, Ja? jeden Tag. Nein, ja doch, aber schon, aber
Ja, Oder so ein Lachfleisch. wenn ich meistens mit Freunden bin. Ja, Aber das Lustigste, wo ich auch fett angesteckt wurde, ja, weißt du noch, wo wir in Marisa waren? ja. Mit Tammo. Ja. Da hat Tammo so hart gelacht, Digga. So habe ich Tammo noch nie lachen hören. Und das war so crazy, seine Lache. Ich musste, Digga, jeder in diesem Raum hat gelacht, Digga, während wir das gemacht haben. Und das werde ich nie vergessen, Digga. Ich finde, das passiert bei Reisen einmal mit dir und einmal jetzt bei Camo. Ja, Digga, mit dir auch noch, Digga. Das ist crazy. Also, wenn andere Leute lachen so richtig, dann ist das auch crazy. Du mal sagst, Was ist deine größte Angst? Zum 3. Mal. Meine größte Angst ist Höhenangst. Ja. Oh mein Boah, Digga, ich hab Gänsehaut. Auf jeden Fall, warte mal, was war? Meine größte Angst, ja, Horror auf jeden Fall, falls das da drunter zählt auch. Und dass ich irgendwann mal brutal gefoltert werde. So Finger abschneiden oder was auch immer, Digga. Wenn ich einfach so, was ich richtig schlimm finde ist, Digga, wenn du noch lebst, Digga, und die Leute experimentieren an dir rum oder sowas. Also spritzen irgendeinen Shit in dich rein oder... Bro, das ist alles viel zu krank, Ja, ich hab Trauma, Digga. Ja, das gehört ein bisschen zum Horror, glaube ich. Ja, das gehört zum Horror-Scheiß. Worauf bist du denn am meisten stolz so? Ja, auf meine auf meine größten Erfolge, glaube ich, ne? Ja. Also einfach Abitur, Twitch, ja, auf TikTok, ja, vielleicht ein bisschen, aber eher auf Twitch eigentlich, so was ich bis jetzt geschafft habe. Mhm. Wenn ich mehr durchziehen würde, Digga, aber jetzt, Digga, wegen Ausbildung ist, Digga, ich weiß nicht, wann das nächste Mal wieder Twitch kommt. Da mal nicht Urlaub habe, Guys. Und ich mehr Geld habe für einen neuen PC. Warum bist du denn stolz? War das nicht so selbstverständlich? Ja, aber Abitur, eigentlich kann ich nicht wirklich stolz auf mich sein, weil eigentlich habe ich mich nicht zu sehr angestrengt. Auch wenn alle immer gesagt haben, dass ich machen soll und bla 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 und sowas. Ja. Aber die haben mich gepusht und im Endeffekt habe ich trotzdem irgendwie was hingerissen, Eingeschissen? Ja, irgendwie so, Digga. Irgendwas habe ich hingeschissen. Aber ja. Ich bin auch stolz, dass du nicht aufgegeben hast. Meine Community auch. Danke. Wir sind alle mit dir. Egal. Und ich bin stolz, dass ich es gerade schon so weit geschafft in der Ausbildung. 2 Wochen oder 3. Ich bin mental gefickt, Digga. Aber auch körperlich, Digga. Guck mal, du hast es so weit geschafft, dass du bei persönlicher Steckbild dabei bist. Das ist eigentlich schon... Das ist schon hilfreich. Ich wollte noch sagen, dass ich stolz habe, solche tollen Freunde zu haben, aber das ist ein bisschen zu corny, Digga. Das lieber nicht, Digga. Egal, das lass ich rein. Lass was drin. Wovon träumst du denn? Was ist dein Ziel im Leben? Also letztens habe ich ja von diesem Horrorscheiß geträumt. Ja. Von diesem Folterkack. Ja. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich positiv. Ja. Ja, das kommt raus. Nein, mein Ziel ist einfach, Welt zu bereisen. Ja. So viel zu sehen wie möglich. Mhm. Ja, und einfach irgendwann hoffentlich selbstständig zu sein. Also so viel Geld haben wie möglich. Und dann einfach free zu sein, einfach leben. Eine tolle Familie aufbauen. Und dann einfach machen das, wozu ich Bock habe. Also einfach. Ich glaube, Reisen ist einfach so das meiste. Oder das Kaufen, was ich will, ohne drüber nachzudenken, wirklich. Ja. Einfach meine Leidenschaft ausleben. Stark, Ja. gut gesagt, gut gesagt. Wir hoffen, dass es klappt für dich. Traumziele sind zum Beispiel Japan. Ja. China ist auch geil eigentlich. China, Amerika. meinst du? China. Ja. Ja. Amerika, ja. Amerika auch eigentlich. Amerika. Aber sonst so Karibik ist auch voll geil. Eigentlich alles, Digga. So die 7 Weltwunder will ich auch alle mal sehen und ja. Ich wusste gar nicht, dass Alles. die 7 Weltwunder sich verändern. Ehrlich? Also, entweder bin ich dumm oder die ändern sich immer. Nein, oder? Doch. Was würdest du mal gerne ausprobieren? Vielleicht wovor du so Angst hast oder wo du denkst, na, das schaffe ich nicht oder so. Aber eigentlich würdest du das gerne ausprobieren. Keine Ahnung. Alleine oder mit Freunden in ein fremdes Land Ja. Urlaub machen.
Ich glaube, da habe ich fett Angst vor, allgemein. Mhm. Weil das ist viel zu viel. Also alleine ist nochmal ein viel weiterer Schritt, Digga, als mit Freunden und sowas. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, erstmal alleine in ein anderes Land so Urlaub zu machen oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass das in Zukunft nicht passieren wird. Außer es passiert irgendwas Krasses. Ja. Also so fliegen wirklich, ne? Ja. So fahren, okay. Ja, okay, fahren auch vielleicht. Aber Ja. sonst, ja, das ist so. Das würde ich gerne mal ausprobieren irgendwann, aber ich weiß jetzt schon, das ist in Zukunft ein großes Start. Die Frage ist auch neu, der Punkt ist auch neu. Ja, okay. Was ist dein peinlichstes Erlebnis? Boah, keine Ahnung. Digga. Also eigentlich weiß ich nicht, aber Ja. ich habe was. Ja. Aber ich weiß nicht, also ich bin mir sicher, das war nicht mein peinlichstes Erlebnis, aber es war schon fett peinlich. Ja. Weil damals, Digga, ich weiß nicht, was für eine Klasse das war, aber 6., 7. wahrscheinlich. Und da war Mathe, Digga, weißt du? Ja. Mann, Digga, ich hab mit meinen Schuh bewegt, so auf dem Boden und das war so, als wenn es ein Furzgeräusch wäre. So hat sich's angehört, Digga. Aber dann hat es so ehrlich, so krass angehört, ne? Digga, Also keiner hatte Zweifel, dass es. das Ding ist, das waren diese roten Sneaker damals. Ne? Ich habe so einen auf richtig crazy geschoben. Ja. Und Digga, Bro, das war so eine Kackqualität, Digga, das wahrscheinlich sich auch angehört wie ein Vorzeit, ne? Und Digga, Bro, mein Sitznachbar ist so hart aufgesprungen, Digga, und hat so, boah, Junge, so dass jeder das, Junge. Und dann hat mein Lehrer mich sogar ausgelacht auch noch und dann meine ganze Klasse, Digga. Alle dachten, ich hab's richtig fett gefurzt, Digga. So, Bro, alle waren leise, haben so gearbeitet, Digga, gerechnet. Ja. Bro, und als wenn ich dann so, Digga, so furze, also, ja, wahrscheinlich, Digga. Ja. Also als ich das gerade vorgelesen habe, musste ich auch dran denken, aber eigentlich. Wofür bist du denn am meisten dankbar in deinem Leben? Nein, ich bin Das steht sehr jetzt dein dankbar. Vater, Digga, diesen Ich Vater. bin sehr dankbar für meine Freunde und meine Familie, die ich habe Ja. und den Wohlstand, den ich habe. Jetzt zum Beispiel Deutschland, in Deutschland zu leben. Ich weiß nicht, kommt das jetzt racist drüber, Digga? Nein, Okay. du weißt einfach, dass du privilegiert bist, alles gut. Ja, ja. Und ja, einfach den Wohlstand zu haben, jeden Tag was zu essen zu haben. Und ja, Geil. ist nicht selbstverständlich, deswegen. Jetzt voll in Ordnung. Wir haben nur noch die letzten 3 Punkte. Also, sag mir bitte, was bereust du? Nein, ich habe meine Hose angemalt! Fuck. Was bereust du denn am meisten in deinem Leben? Ja, Digga, ist meine Hose jetzt angemalt? Oder? Ja. Weiter geht's. Dass du geputzt. Dass ich vielleicht mit Twitch aufgehört habe langsam. Mhm. Aber das ist nicht meine Schuld. Das ist die von meinem PC eigentlich. Von meinem schlechten Internet. Von Vodafone, Digga. Man findet immer einen Schuldigen. Ja, Aber Vodafone. es ist die Schuld von anderen, aber es ist deine Verantwortung, das wieder zu fixen. Vodafone? Ja. Okay. Der vorletzte Punkt. Was ist deine beste Erinnerung? Worüber wirst du deinen Enkelkindern später erzählen? So. Stark. Nächster Punkt. Sagen wir, Marisa war cool. Ja. Also für Leute, die das nicht wissen, man muss das aufklären. Marisa war so ein Resort, wo wir für ein paar Tage hingefahren sind. Aber ja, Eigentlich Familienresort, Digga. eigentlich, Crazy. da waren eigentlich nur Familie und Kinder. Aber und wir sind eigentlich eine Familie. gut gesagt. Ja. Das war's? Das war? Ich weiß nicht, vielleicht musst du noch etwas sagen. Bro, Weiter deine erklären. Achso, Okay, nein, okay. ich habe erklärt. Ich Ja, dachte, du sagst noch was. Boah, beste Erinnerung. Ich glaube, die Schulzeit so mäßig. So die ganzen Sachen, die wir als Freundesgruppe gemacht haben. Mhm. So große eigentliche Erinnerungen gibt's nicht. Ich würde das alles als eine zusammenzählen, Ja, wenn es okay ist. das Gesamterlebnis. Ja. Das Gesamtpaket. Yes. Auch wenn es ein bisschen corny rüberkommt, aber ja. Zum Abschluss. Was würdest du sagen, was ist dein Lieblingszitat? Was begleitet dich im Leben oder was hast du zuletzt gehört? So? Und Also aus was- Gran Turismo. Ah, okay. Wir müssen kurz erklären, was Gran Turismo ist wieder. Das ist so Rennstrecken-Film. Ja. Also Gran Turismo ist einfach ein Rennspiel. Ja. Das war's. Und davon ist ein Film gekommen. Wie einer von PC es in Real Life geschafft hat, Rennfahrer Genau. zu werden. Okay. Und da passiert was? Ja, und er ist halt gecrashed, Ja. weil er sich zu übermütig fand. Er ist zu schnell gefahren, ist er gecrashed.
Und dann wollte er aufhören halt. Aber sein Trainer da meinte, sein Chef, the crash is not define who you are, Es geht nicht how you darum, respond to it will. es Not geht how nicht you darum, wie respond hart to it. dein Schlag ist, sondern wie du auf diesen Schlag reagierst. Ja, genau. Das ist aber von Dings Rocky oder so. Rocky? Ja, nö, dann nicht. Ich nehm Gran Turismo-Version. Okay. Okay. Ja, ich nehme einfach das. Super. Jetzt hast du noch Zeit, um deine Seite zu designen, ein bisschen Zeichnungen zu machen und so weiter. Und dann, Warum kann ich einfach so Crash schreiben oder sowas? ja. Okay. Und dann würden wir schon zum Ende kommen. Während er noch weiterzeichnet, wollten wir uns beide bedanken fürs Zuschauen. Folgt gerne rein. Lasst eure Meinung da, wie es war. Folgt gerne Mika auf Twitch, auf YouTube, überall. Bald wieder öfters Videos hochladen und Livestreams hoffentlich.